Guten Morgen allerseits. Ich möchte Sie alle in diesem erstaunlichen und großartigen Unternehmen willkommen heißen. Heute ist Ihr erster Arbeitstag hier. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der Vorstellungsgespräche. Da Sie neu hier sind, erkläre ich Ihnen die Regeln. Ich meine, die Büroregeln und Pflichten. Natürlich erzähle ich dir auch von deinen Vorteilen und was du in diesem Job darfst und was nicht. Wenn Sie Fragen haben, beantworte ich diese bitte am Ende dieser Erklärung. Entschuldigung, können wir auch etwas über den Zahlungstag erfahren? Das haben Sie uns nicht erklärt. Sicher. Mach dir keine Sorge. Vielleicht erkläre ich dir alles, und du kannst später ein paar Fragen stellen. Zunächst erzähle ich Ihnen von den Büroregeln. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, Ihnen das zu sagen. Sie sollten alten und neuen Mitarbeitern gegenüber freundlich sein. Nehmen Sie sich die Zeit, sich ihnen vorzustellen. Die erfahreneren Mitarbeiter müssen Ihnen helfen, Ihre Rollen in diesem Unternehmen zu verstehen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Bereiche kennen, in denen Sie möglicherweise arbeiten können. Sie müssen gleichermaßen mit ihnen zusammenarbeiten. Unterstützen Sie Ihre Partner und helfen Sie ihnen jederzeit. Außerdem sollten Sie für diese Stelle, nein, Sie müssen ständig auf Ihre Körpersprache achten. Denken Sie daran, dass Sie manchmal mit Kunden mit hohen Eintrittspreisen zusammenarbeiten. Deshalb ist es wichtig. Jeder hat einen schlechten Morgen, und manchmal folgen Sie einem ins Büro. Ich verstehe es. Sie müssen sich Ihrer Körpersprache bewusst sein, auch wenn Sie nichts sagen. Wenn Sie wütend oder frustriert sind, gönnen Sie sich eine 10-minütige Auszeit in einem privaten Raum. Um wieder in die Neutralität zu kommen. Dafür haben wir einen besonderen Platz. Sie dürfen bei einem morgendlichen Meeting oder bei Ihren Leistungsbeurteilungen nicht den falschen Eindruck erwecken. Die Büroetikette erfordert auch an Ihrem schlimmsten Tag Professionalität. Denken Sie unbedingt daran. Ich glaube nicht, dass ich dir sagen sollte, dass du nicht zu spät kommen sollst. Ob Sie zur Arbeit oder zu einem Meeting kommen. Pünktlichkeit bedeutet eigentlich, 5 Minuten zu früh zu sein. Zu spät zu erscheinen ist einfach respektlos. Es vermittelt Ihren Kollegen die Botschaft, dass Ihre Zeit nicht so wichtig ist wie Ihre. Ich hoffe, Sie können diesen Teil verstehen. Sie können nicht zu spät kommen. Aaron Darren. Es sei denn natürlich, Sie haben wirklich einen Notfall im schlimmsten Fall. Das ist eine Ausnahme. Bitte minimieren Sie den Jargon. Sie sollten nicht ständig spezielle Wörter oder Ausdrücke verwenden. Es ist fast unmöglich, dem Unternehmensjargon zu entkommen, aber das bedeutet nicht, dass Sie ihn ständig verwenden müssen. Der Schlüssel liegt darin, sich klar und prägnant verständlich zu machen. Du kannst es schaffen. Meistens ist der Fachjargon viel zu vage, und man könnte ihn nicht mehr verstehen. Sie müssen es abmildern und sich auf eine gute Kommunikation konzentrieren. Das ist der Schlüssel.
Jetzt erzähle ich Ihnen etwas über die Kleiderordnung. Sie müssen sich angemessen kleiden. Jedes Büro hat eine Kleiderordnung. Stellen Sie sicher, dass das, was Sie tragen, diesem Kodex entspricht. Unabhängig davon, ob Sie in einer Wirtschaftskanzlei arbeiten oder ein freier Freitag ist, gibt es eine Reihe von Regeln, die Sie befolgen müssen. Wenn Sie sich über die Kleiderordnung dieses Unternehmens nicht sicher sind, sollte Ihnen das HR-Team alle Einzelheiten mitteilen können. Vorhin habe ich Ihnen von Notfällen erzählt. Bitte, wenn Sie aus irgendeinem Grund krank werden, tun Sie Ihrem Team einen Gefallen und teilen Sie Ihre Lungenentzündungskeime nicht mit allen. Was ich meine ist, wenn Sie krank sind, sollten Sie an diesem Tag nicht zur Arbeit kommen. Es ist nicht nötig. Sie könnten sich 1 oder 2 Tage Zeit nehmen und sich darauf konzentrieren, besser zu werden. Das könnte die beste Option sein. Wenn Sie arbeiten müssen, dann arbeiten Sie aus der Ferne. Schnappen Sie sich Ihren Laptop und arbeiten Sie bequem von zu Hause aus. Und dann sollten Sie nicht vergessen, Ihren Schreibtisch zu desinfizieren, wenn Sie wieder an die Arbeit kommen. Was sonst? Oh, respektier die Ausfallzeiten deiner Kollegen. Sie müssen aufpassen. Sie können einen Kollegen außerhalb der Geschäftszeiten, im Krankheitsfall oder im Urlaub nicht erreichen. Sofern Ihnen keine konkreten Anweisungen dazu gegeben wurden, dürfen Sie das bitte nicht tun. Respektieren Sie Ihre Ausfallzeit so, wie Sie Ihre Freizeit respektieren. Diesen Satz sollten Sie nie vergessen. Bezüglich der Büros: Bitte klopfen Sie an, bevor Sie eintreten. Dafür ist die Tür da. Auf diese Weise können Sie jemandem mitteilen, dass Sie da sind, bevor Sie mit dem Sprechen beginnen. Über die Musik. Auch wenn Sie vielleicht denken, dass die klassische Oper die beste Musik ist, die Ihren Kollegen geht es möglicherweise nicht so. Es ist in Ordnung, wenn in Ihrer Nähe sanfte Musik läuft. Solange die Lautstärke niemanden in seinen Gedanken stört. Ihre Konzentration. Ich bin mir sicher, dass Sie die Lautstärke auf eine private Lautstärke reduzieren oder Kopfhörer tragen können. Außerdem sollten Sie Besprechungen Ihre ganze Aufmerksamkeit widmen. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass Sie keine Telefonanrufe entgegennehmen, keine SMS schreiben oder Ihre E-Mails abrufen dürfen. Sie sollten sich auf das konzentrieren, was die für die Besprechung verantwortliche Person sagt, und sich Notizen darüber machen. Ein wichtiger Punkt ist, die sozialen Medien angemessen zu halten. Was ich meine ist: Wenn Sie online mit Kollegen befreundet sind, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass nichts, was Sie posten, wirklich privat oder vertraulich ist. Sie können sich in den sozialen Medien nicht über Ihren Chef, Ihr Unternehmen oder Ihre Kollegen beschweren. Es mag zwar helfen, Ihren Stresspegel zu senken, aber wenn Sie mit Ihren Beschwerden zu weit gehen, könnte es Ihrer Karriere schaden. Um mit den Regeln abzuschließen: Du musst hinter dir aufräumen. Es ist wichtig. Das Büro ist nicht Ihr Zuhause, und niemand hier wird hinter Ihnen aufräumen. Das bedeutet, dass Sie Ihr eigenes Geschirr spülen, Ihren Müll wegwerfen müssen und, was noch wichtiger ist,
Sie können Ihre persönlichen Gegenstände nicht überall im Büro liegen lassen. Sorgen Sie für ein hohes Maß an Sauberkeit in den Gemeinschaftsräumen. Haben Sie Nachfragen? Beaver ich MIT den Vortilen für Sie beginn? Habe hier? Nein, Sir. Ich denke, wir haben alle die Büroregeln verstanden. Vielen Dank. Perfekt. Ich werde mir nicht allzu viel Mühe geben, um Ihnen die Vorteile zu erklären, keine Sorge. Nun, hier in dieser Firma könnten Sie eine Zahn-, Kranken- und Seekrankenversicherung abschließen. Lebensversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung hängen von Ihnen ab. Du kannst später mit mir reden. Sie können die Altersvorsorgeleistungen auch in dem Vertrag nachlesen, den Sie zuvor erhalten haben. Zu den Freistellungsleistungen können Schulungstage und Sabbatikals gehören. Dafür werden wir bezahlen. Sie können Überstunden machen und werden dafür bezahlt. Mach dir keine Sorge. So viele Stunden wie Sie möchten. Sie sollten auch wissen, dass Sie einige zusätzliche Entschädigungen erhalten. Sie erhalten Boni, Provisionen, Auszeichnungen und Geschenke sowie eine indirekte Vergütung. Diese Vergütungen sind Teil des Anreizprogramms, mehr und bessere Ergebnisse zu erzielen. Nun, ich denke, das ist das Wichtigste. Haben Sie Fragen, die Sie stellen möchten? Jawohl. Sie haben uns den Zahlungstag nicht mitgeteilt. Wann wird es sein? Sie erhalten Ihr Gehalt am Ende des Monats. Sie erhalten Ihren Scheck. Am 30. Sir, es tut mir leid, aber glauben Sie, dass ich einen Vorschuss auf mein Gehalt bekommen kann? Bitte. Ein Fortschritt? Aber Sie haben noch nicht einmal angefangen, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Ja, ich weiß. Aber ich brauche es wirklich, um einen Kredit zu bezahlen, den ich habe. Es eilt. Wir müssen diese Option zunächst bewerten. Komm mit mir. Und willkommen bei SpaceX, dem besten Arbeitsplatz. Glückwunsch!